Vater der Gläubigen brachte der Teufel bei durch, dass er immer fängt zu lehen. Das sind die letzten Anläufe des Teufels. Wenn es sich eine Teuerung gibt, in Abraham in Ägypten traten deed, zu leben zu bleiben, dann einmal gehen ihm hier die Gedanken durch, was wird passieren? Ich habe so eine Schmacke früh, und die früh, die wird er ganz sicher, was die in je voor zijn. Und durch diese früh, wo ich in je voor zijn. Und dann sei bloß, du bist mein Desaster. Und durch diese Lehnis kam Abraham, der Allvater Abraham, zum Fall. Bloß hat sie Angst vor, was passieren würde, dann redet er nicht die Wahrheit. Das hat vielmal passiert, nicht wahr? Menschen so Angst, was passieren wird. Und weil die dessen reden sie nicht die Wahrheit. Das sind die listigen Anläufe des Teufels. Die gleich die Menschen zu bewegen, zu sagen, check mal, nu wird die da besser utkommen, ein Bett anders sein. Hier wirst du sicher verschont bleiben. Hier wirst du kein mehr gewinnen, dass er nicht ganz die Wahrheit zurückbracht. Dass Isa kommt bringen, dass wir waren und sehr gute Multit hungern dein. Und durch das, dass er so eine Versuchung wir, den Segen mitzugeben. Gott hat gesagt, dass der Segen wie in Jakob, die wir also. Dass wir vom Himmel das wenn der ging gehen, der Futter Gummel war en jeet en merkt nog drei. Dan zei we dat als je de multidrei gemerkt worden, en ze wisten dat de Altvater Isaac had gerekend, dat is een ijzer te zijn, ze besturf im Glauben, vertrouwen alles in Gottes Hand ein. Hier wird Gott nicht mit weiten. Maar nu moet ik angeriep, maar is niet veel meer te staan. Da immer Fall wir sagen, nu moet wie angeriep. Je Schwester, wir dürfen nicht angeriep. Wir können in Gottes Hand leihen. Wir können auf Gott vertrauen. Er wird sich weiten. Und all diese lästigen Anläufe des Teufels, war alles in der Hand leihen. So was die Mama. Sie trug den Sehen anders an und mögt dem Ruch mit dem Fall, dass die Futter so bleiben, dass es also, was die Multit hineinbringt. Was wird das lästige Anläufe des Teufels? Und es steht, dort also gesegnet wird Jakob gesegnet. Gott hat einen Plan, dass Jakob soll gesegnet werden. Aber die letzten Anläufe des Teufels brauchen all das mit sich. Deswegen ist es so wichtig, dass wir gebetsvoll wackerstunden sein, was passiert, weil wir nicht wirklich wirken tun über das. Jakob, er stürzt in eine Doppel-Ehe, er kommt zum Fall, bloß durch die letzten Anläufe des Teufels. Na, Lothar muss ja was arten dafür. Der Art wird nicht interessant, der wird nicht wertvoll. Ich kann all wegen Schlechtstellen, ich kann nicht all wegen Schlechtstellen angeführt, aber wir sehen das immer wahrer. Dort, durch die Bibel ist jetzt durchgegangen, Menschen sind angegriffen worden. Und es sind auf besondere, verschiedene Wege angegriffen worden. Und so war wie von der angegriffen. Du warst schon angegriffen. Der Satan weiß, dass er immer wenig Zeit hat. Das sagt uns ganz klar in Offenbarung Kapitel 12, Vers 12, dass der Satan weiß, dass er immer wenig Zeit hat. Und wenn er wenig Zeit hat, dann greift er verschiedene Städte an. Einmal als vielleicht in der natürlichen Wirtschaft, nächstes Mal als in den geistlichen Kampf, wo immer das ist. Der Satan, der greift den Menschen von der an. Und er will sein, dass er kann so angreifen, durch Menschen, die er dort will sein, dass er kann so angreifen, dass er dann schwach werden, dass er nicht an Gott vertrauen haben. Und das Wort Gottes sagt es aber ganz klar in Hebräer 10, 34. Werft euer Vertrauen nicht weg, was eine große Belohnung hat. Weil wir wollen Gott vertrauen haben, dann sagt er, fahre eine große Belohnung ab. Weil der Satan versägt, sonst kann das wegnehmen. Dass wir Vertrauen nicht in Gott haben und dann sein es nicht wollen zum Vollkommen durch. Das sind seine letzten Anläufe. Aber was passiert, wenn wir in Gott festhalten? Was passiert? Er backt bloß ab. Und dann können wir es wieder gehen, nur eine längere, schwere Zeit, so dass die Bibel Zeit, da immer fingen wir dort, nu hat das Volk man Cheinig, und sie haben sehr gut Cheinig, und stört ja Cheinig, das sagt uns ganz klar in Apostelgeschichte,
denkst du, in Apostelgeschichte 4,12, dort Gott sagt, ich habe einen Mann gefunden nach meinem Herzen. Und der wird alles tun, was ich bestimmt habe. So, dass wir David. So, nu wird das Volk wie ganz mutig. Wir haben gute König. Wir haben ganz sichere König. Und dann sind die letzten Anläufe des Teufels, die kommen diesen König an. Das König sagt ihm bloß, was am Verüben gefällt, und kommt zum Fall. Was wird das letzten Anläufe des Teufels? Wenn David wie Druck war, wenn wir so Druck war, als Nehemia, wenn sie versuchen kommt, Nehemia sehr bloß einmal war, ich kann nicht tiet. Ich sehe tot Druck. Weil ich hier liegt bin, die letzten Anläufe des Teufels, der nicht Kraft, wenn wir Druck sind in der Gemeinschaft mit Gott. Der bloß dann Kraft, wenn wir müßig sind. Wenn wir nicht in Gemeinschaft sind mit Gott, wenn wir nicht im Gebetsleben sind. Dort kriege ich tot Tritt. Er kann Nehemia nicht andauern. Aber David, er wird tot müßig. Er ging am höchsten Tag nach sich ausreiben und er kann nicht tun, was er sagt. Er sagte nur was früh. Und wo braucht diese Last? Der braucht was dort, dass er früh nehmen darf. Der braucht was dort, dass er früh am Morgen tot machen darf. Und Hura und ein Mörder durchlässt die Anläufe des Teufels. Kannst du das feststellen? David hat bloß gesagt haben, dort ist Uriah seine Früh, hat ja hier meine Früh, das geht mir nicht an. Und so haben wir es abwägen. David konnte ruhig schlupen gehen. David seine Zukunft, wie eine gesehene Zukunft war. Aber die letzte Anläufe des Teufels wieder durch, und er stimmt nicht durch jeden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sehen, was das ist so tun, mit seinen letzten Anläufen, wie nicht wacker sind. Gehen wir ein bisschen wieder. Dann haben wir da Salomo. Nun fängt es sehr gut an. Salomo, ein sehr weiser Mann. Wir finden in 2. Samuel, in 1. Kapitel 10, Vers 6, dass Samuel hat so ein weiser Mann, dass die Menschen sich wunderten. Wenn sie an Besiegen kommen, in Reich Arabien kommen die Königin an Besiegen, dann sagt die Königin, ich kann mir nicht mal der Halb feststellen, was ich hier sein darf. Von da ich hier vorne, nicht der Halb ist mir gesagt worden. So ein Mann wie Salomo. Aber was passiert? This Mann fing in 1. Kapitel 11, Vers 1, dass durch die ausländische Weiber, ausländische Frühe, das ist eine ganze Reihe, fing da in diesem Vers, 1. Kapitel 11, Vers 1. Er checkt diese ausländische Weiber und die verleiden am zum Jetzendienst. Da werden wir die letzten Anläufe des Teufels. Der so tendiert. Und Salomo lässt sich brocken. Davon kann aufhören zu dein. Es ist dort nicht traurig, wenn Menschen nicht gewirkt haben. Dann kann alles das Teil werden. Aber steht der wacker, steht der behut. Wenn Salomo hier gewirkt hat, so dann hat es nicht gelangt. Ich bin überzeugt, wenn Salomo seine Gemeinschaft mit Gott geübt was, weil die hier lichtet bin, erst meine Gemeinschaft oben han ob. Erst eine intime Gemeinschaft mit Gott. So dann wird niemals gelingen. Seine letzten Anläufe haben nicht Kraft in uns, wenn wir mit Gott in intime Gemeinschaft sind. Die können es nicht zum Fall bringen, aber die bringen es zum Fall, weil wir diese Gemeinschaft nicht klar halten, nicht aufhalten. Gehen wir im Neuen Testament, da fingen wir da, wenn Jesus nach groß geboren wird. Dann schafft der Teufel durch letzten Anläufe in diesem Herodes alle Kinder von 2 Jahren auf und tot zu machen. Matthäus Kapitel 2, Vers 18. Aber bloß mal die Kinder, um das sicher zu machen, der alle tot machen. Und was passiert? Gott, wir haben Kontrolle. Gott hat sich hier an die gegeben. Und was kann so dann tun? Er kann Jesus nicht tot machen. Das Kind Jesus bleibt im Leben. Aber dann gehen wir bloß 2 Kapitel wieder. Da sei wir da war, aber der Sohn schaffen hat. Dann sagt er dort, dass der Sohn, der Versucher trat zu ihm und sprach. Seht ihr mal, trat zu ihm und sprach. Wenn er bloß mal kreigt, muss er Jesus ihm gesagt, check mal, bist du Gottes Sehen? Na, sag ich, wie Gottes Sehen nicht war, aber ich gebe das dem euch an,
dass Jesus ganz das Schwachste sein geworden zu wahrer Stehen. Bist du Gottes Sohn, so spricht, dass diese Steine Brot werden. Was sagt Jesus? Der Mensch schläft nicht für Brot allein. Und diese lästige Anläufe des Teufels mir nicht geht. Aber so, ich wollte nicht weiter angehen, das sei bloß in Matthäus Kapitel 4, wo der so dann wieder ging, ein auf das andere. Und ich kann nicht Jesus zum Voll bringen. Wo wenig. 40 Tage Jesus gefasst und gebet, er hat eine sehr intime Gemeinschaft mit dem Vater. In Folge dessen ist in dieser Gemeinschaft mit dem Vater wir, können Jesus ihm einmal aufweisen. Das ist die Kraft, die er braucht. Das sind die Anwendungen, die wir merken. Um in diese letzte Anläufe des Teufels zu stehen, dann braucht wir diese intime Gemeinschaft mit Gott. In Gebetsleben. Ich gehe vielmal das Kinder Gottes sein, ich kann nur gelassen im Gebetsleben. Ja, ich bete, aber ich bete nicht alle Tag. Das schmerzt mich, man. Ich Kind Gottes und ich bete nicht alle Tag. Ich lese in der Bibel, aber ich komme da nicht sehr pünktlich zu. Ich tue noch mal bis, ich will nicht ganz deep fallen und dann lese ich noch mal in der Bibel. Leute, hier, die letzte Anläufe des Teufels sind viel zu schwach, um bloß mal beten und mal Bibel lesen. Doch brauchen wir täglich im Gebet sind. Und ohne wir Tag und Nacht, das Paulus sagen wird. Wir wollen zu beten, nicht wahr? Wo wegen? Wenn das sind die letzten Anläufe des Teufels, was weit wir fahren wir morgen, was wir die Eure bewahren, wenn ein frischer Tag empfängt. Weil Jesus, er bleibt stehen. Nu trägt hier einmal in der 5. Kapitel 6, das sagt hier, im 13. Vers, das Willen, wenn es diese letzte Anläufe des Teufels da sind, das Willen ergreifet den Harnisch Gottes, auf dass ihr an den bösen Tagen Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. Hörst du mir hier Licht an, dass ihr in der bösen Deo, dass der Wort Gottes sagt, das sind böse Deo in unserem Leben. Wie begegnen böse Deo? Wie begegnen Deo, dass sie fällt nur, was alles topbrechen? Dann sagt uns das Wort, dann sollen wir den Harnisch Gottes angegriffen haben. Und ich sage, kann nicht mehr viel Zeit, ich will noch gerne eine kleine Bemerkung zu merken, weil der David dort. Er greift den Harnisch Gottes an. Damit soll er schließlich wohl David gehen lassen gegen Goliath. Dann soll David seine königlichen Kleider an, bis er braucht jedoch diese Kleider, um den Sieg zu führen, diese Kriegeskleider. Dann trug David der an und David fängt an zu gehen. Aber was passiert? David fängt an zu gehen. David kam trägen und sagt, er kann in diese Kleider nicht gehen. Und Gott sei Dank, dass David zu der Erkenntnis kam. Er könnte gedacht, alles voll checken, weil er kann königliche Kleider haben. Viele Menschen haben von der nicht sich, wenn sie leben in königliche Kleider. Die bleiben mit ihrer eigenen Kraft im höheren Stand irgendwo sich zu haben, die sich liegt in dem, dass wir mit Jesus Christus in intime Gemeinschaft sind und dass wir mit einem gebrochenen Hort vor ihm kommen. Das würde sich anlegen. Und David, er konnte diese Kleider nicht gehen. Er trägt diese Kleider auf und dann nimmt er bloß seinen Einstab, seine Schleuder, seine Hirtentasche, das, was er braucht, aus dem Schubshort. Das wäre alles, was er braucht. Das ist auch im Namen Jesus, im Namen Gottes. Dem, was Goliath hat gesprochen, sagt, in diesem Namen Gottes, was du geheilt hast, komm ich dir entgegen. Und das Goliath fällt sich über sehr veracht. Sie hat einen Hund, du machst mal einen Stock in mich kommen. Goliath fällt sich, die Axt bis ein Hund, dass du in mich kommen das. Du kommst mal, von der waren die Fehlungen im Himmel, die Fleisch freten. Sagt Goliath. Und was sagt David? Ich komme in den Namen Gottes, was du geheilt hast. Er schließt den Stein und da wird die Antwort. Leute hier, wir brauchen so viel Material. Du brauchst so viel Material. Du brauchst bis diese Kraft von Gott. Intime Gemeinschaft mit Gott. Und die kann man von der oder hindurch, die kann listige Anläufe des Teufels sein. Durch den Weg kann listige Anläufe des Teufels sein. Aber Geschwister, wer wir im Glauben stehen, wer wir die göttliche Kraft kriegen,
Gott wird sich bezeugen. Gott hat sich durch die Bibel bezeugt. Gott bezeugt sich von dir noch. Und Gott wird sich wieder bezeugen. Wir dürfen bloß auf ihn vertrauen. Mocht der Herr uns die Genot geben, terchan die Wichtigkeit von der Herrn Gottes zu haben. Und wir leben im Segen. Der Herr segne euch. Wir werden singen Nummer 364. Nummer 364. Herr, weil mich fest auf deine starke Hand, vertrau ich still, weil du voll Liebe dich zu mir gewandt, vertrau ich still. Du machst mich stark, du gibst mir frohen Mut, ich preise dich, dein Wille, Herr, ist gut. Herr, weil ich weiß, dass du mein Retter bist, vertrau ich still, weil du für mich das Lamm geworden bist, vertrau ich still, weil ich durch dich dem Tod entrissen ward, reg tief in mich, Herr, deine Lammesart. Herr, weil du jetzt für mich mein Vater flehst, vertrau ich still, weil du zu meiner Rechten helfen stehst, vertrau ich still. Droht mir der Feind, so schau ich hin auf dich, ein Bergungsort bist du, o Herr, für mich. Ist auch der Zukunft meinem Blick verhüllt, vertrau ich still. Seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt, vertrau ich still. Seh ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt, mir ist genug, mein Herr geht selber mit. 622. Man weiß nicht die Stunde, wann der Meister wird kommen, doch Zeichen tun kund, dass die Zeit ist der frommen, wann wieder erscheint. Denn der Himmel genommen, doch man weiß nicht die Stunde. Ja, er kommt, lasst uns wachen und beten, ja, er kommt. Halleluja, Halleluja, in den Wolken er kommt, in der Kraft seines Wortes, doch man weiß nicht die Stunde. Den Weisen scheidlich zu dem Heil ihrer Seele, die prophetisch spricht, auf das niemand verfehle, der wird
so werden Gottes Willen niemand weiß, was geschieht. Ja, er kommt, lasst uns wachen und beten, ja, er kommt. Halleluja, Halleluja, in den Wolken er kommt, in der Kraft seines Vaters, doch man weiß nicht die Stunde. Drum wacht mit Gebet, lasst die Lampen hell brennen und weckt früh und spät, den Herrn zu bekennen, dass wenn er einst kommt, er aus euch sein wird nennen, kommt er früh oder spät. Ja, er kommt, lasst uns wachen und beten, ja, er kommt. Halleluja, Halleluja, in den Wolken er kommt, in der Kraft seines Vaters, doch man weiß nicht die Stunde. Nummer 459. Nummer 459, wo de passend ausfreiten afgestundet hat. Überwinde, Bruder, nur der Feigling flieht, wenn der Feind im Kampf ihm entgegenzieht. Durch das lahmes Blut kannst du stets Sieger sein. Der Herr dich lässt sie im Kampf allein. In der Kraft des Herrn treibt die Feinde, finden die Siegeskron, wird dir einzuteil. Überwinde, Bruder, Gott wird mit dir gehen und in jedem Kampf dir zur Seite stehen. In der schwersten Stunde wird der Sieg verleihen. Fürchte nicht den Feind, schlage mutig dran. In der Kraft des Herrn treibt die Feinde, finden die Siegeskron, wird dir einzuteil. Überwinde, Bruder, dass dein Vorrecht ist, einst die Kreuz zu tragen durch Jesu Christ. Darum sei recht mutig auf dem schwersten Streit, dann wird der Lohn einst in Ewigkeit. In der Kraft des Herrn treibt die Feinde, finden die Siegeskron, wird dir einzuteil. Überwinde, Bruder, ziehe Königswert, du bist stark genug, weil dich Gott erhält. Stark genug, durch ihn zu stehen alle Zeit und zu überwinden in jedem Streit. In der
Grund mit dir einzuteilen. Da wir Platz nehmen. Jetzt wir haben Bulletin übergehen. Hans Aufruf sagt, beweise deine wunderbare Güte, du Heiland derer, die dir vertrauen, wieder die, so sich gegen deine rechte Hand setzen. Psalm 17. So soll gesagt, die Botschaft soll wir hier Präger Mervyn Cornelsen, er will uns wieder mit das Wort dein. So, willkommen hier so. Und auch willkommen alle je, wat von der hier im Gottesdienst sind. Ich bin wie oft, ja, nicht. Alle willkommen von der. So, fremde Lied, so ich freue mich, hier zu sein. Wir sind hier so in der Korwa als Isaac Baumann, Friedensort bei der Fair in Altenheim. Also so, ich strecke, ich bin ein bisschen zu laut. Ich hatte vergessen, wir haben einen Trachetisch. Ich hatte meinen Pott all getan. Aber der Altenheim Weg erst war dieser Weg. Und auf den kleinen Glück wird ein Fehler sein. Von der Glück steht du noch reich, der Dutum. Aber wieder in der Werkstunde Dutums gleich auch nicht reich. So, morgen dort, für diesen Weg, und Pancho Wieb, 103 wird auch abfuhren, wenn er schmankt haben. Daran erinnern, dass wir dort nicht wollen verjäten. Das ist ein paar Mal passiert und dort uns leid. Und der nächste Weg ist Altenheim Weg. Das sind 2 Wege hintereinander, uns in die Hoffnung so durcheinander. Und wieder, Herrn Friesen, als hier von der auch nicht, sie sind beim Hilfscenter, wo sie schaffen, während der Heimführer krank war, die sind sehr geblieben. So, ich hatte die Gelegenheit, unter deiner Tag ein bisschen dort zu sein, was sie da haben, und das ist gut, wo sie schaffen. Als Familie sind sie von der. Bekanntmerkung, erstens von der Klock 2 Nummer als Dirigentenkurs. Und so auch diese Weg Montag, Dienstag und auch Sonntag, Klock 7 Service. Von der Klock 2 in dieser 3 Tage, Klock 7 Service, Dirigentenkurs. Für die Isaac dort Paul Boschmann und sein Fahrer Johannes Boschmann. Sie sind gekommen und sie wollen nicht aufschließen, dass wir euer von Gerät haben und beschlossen auch unter uns. Und sie sind von der in die Hoffnung, haft durch die Botschaft. Tüs in der Gemeinde, da mit Botschaften mithalten, heißt du bestimmt. Und du denkst hier von der auch nicht, aber der Dirigentenkurs rennt mit einem Taub, das letzte aufzuschließen. Wir machen hier bekannt geben, dort nächste Monat Service als die Abschlussprüfung von den Dirigenten. Also es Poetry dort wird. Sie haben geübt, sie haben gelehrt, wo zu dirigieren, dort am besten florschen dort. Und wir wollen sie nächsten Montag, nicht morgen, nächsten Montag, ist jeder eine eingeladen, zum checken, wann sie der Leiter anladen, wo dann endlich wird geprüft, also gecheckt und die Schule dann aufgeschlossen. Für einmal, was dann nicht all eben hofft, ja gerannt hat. Zweitens, okay, Nummer 3, wo dann ihr stehen, von der Klock 3 Nummer als Jugendstunde, bei Oakhills. Also, ich lege mal Rüt, die bei Oakhills als Jugendstunde, die Martin dort. Und dann Nummer 2, montags morgens die Andachten bei den Buerklassen, Peter Kron 115 und unser Klassen Cornelius Peter 118. Viertens, am Montag Klock 8, Service als Sonntagsschullehrer und alle Lehrer, wer befriedigt ist mit einem Partner Taub, aus Mann oder Früh, sind eingeladen. Zu den Sonntagsschullehrer, Bruder John, und vielleicht noch was bereden und trinken, Kaffee trinken. Das zum Montag Service, alle Sonntagsschullehrer. Fünftens, diese Weg ist die Manna-Erbauung im Koloniehus, wo dann jeder Jahr ab einer oder andere steht ist. Nun ist hier ab 12. Und wir aus Scheinfeld in die Hoffnung machen das in den Städten, dort wir auch zu so einer Erbauung fahren gehen, dort wieder in den Städten. Das ist nicht bis dort unter Ram ans fehlt der Salz auch. So, wir haben nicht Singstunden diese Weg, sondern alle befriedeten Männer sind eingeladen von Dienstag bis Freitag, also Feiertag, hier im Koloniehus von der Manna-Erbauung. 37 fängt das an. Das ist eine Botschaft, dann ein bisschen eine Pause zwischen mit einem Kaffee und dann nur dem noch eine Botschaft. Und auch Männerkurs soll das sein, habe ich gelesen. So, alle eingeladen dort. Und wir auch beten. Nicht bis zur Hand von wir auch beten.
dat wie en ook zo, jeder einer wat er deelneemt, du wat zijn wat we brauchen voor ons, onze verantwoording als man, als Anlehrer, als Führer und so weiter. Zestens, Medwerk, klok 8 Suves als de Jugend in die Hoffnung eingelud, den Vortrag von Bra Paul Boschmann. Und er steht Singstunden, wegen der Männer im Koloniehuis sind, lud wir dann die Jugend an. Dat soll die wenigstens wat aangaan, Medwerk, in die Hoffnung, ein Vortrag von Bra Paul. Alle eingelud zusammen, alle Jugend. Nächstens 7, Donnerdag Suves als Gemeindechor, hier, klok 8. En 8. Vrijdag klok 8 Suves als Jugendchor, ook de Trio-Jugendchor voor de Versammlungen. 9. Sinnung klok 7 morgens, das war Männergebetsstunde. So waar we jeder een Flaschen mitbringen, wat de Gebetsstunde kommt. 10. So der Herr will, planen wir nächsten Sonntag die Taufe zu haben von Daniel Jakob, Panasch Jakob. Also nächsten Sonntag die Taufe von Arm, so der Herr will. Wir haben den Zwischentitel gegeben von seinen Zeugnissen über die Taufe und wir fangen der Titel gemäß ewig unter der Taufe. So werden wir auch beten für Arm. 8. Fürbitte über dem Niefeld, 105, die waren in letzter Woche noch operiert. Und nu is er zo bloot gevraagd worden, van de u zegt ook. So, als er jemand wat tussen wordt wel bloot geven, meld je tussen. Meld je onder diakoon. Aber Peter hat ihrem Kontakt gehabt mit Ent und da wir ihn an Gruß melden. Ich habe nicht gefragt, aber jetzt ist okay, wenn wir wel bloot geben. Und ja, sie beten nochmal zum Fürbitte und ebenso sind sie sehr dankbar für Gebete. Und das ist die Zeit auch lang, das sind wir immer werken, nicht so, was sie da sind. Und fängt das auch nicht leicht, du zu sein, verarbeitet nicht, du so mit Peter zu sein. Und dass sie wollen abchecken, wie man das. Und weil wir auch wieder beten verehrt. Und auch besiegen. Besuchsstunden sind vielleicht mal noch Fall, aber weil wir das tun, wenn wir ein Thema sind, nach mal lassen sie uns das auch ein bisschen nennen, weil nicht Besuchsstunden sind. So fängt das mal ut. Und andere Fürbitte, das sind unsere Taufkandidaten, und nicht bis, ja, alle Taufkandidaten. Das sind mehrere, womit wir im Unreich sind. Es sind auch Söhne, die sind nicht reut, irgendwie wollen sie ein Zeugnis mitteilen. Andere haben nicht auch gefragt, ein Unrecht zu nehmen und werden bald ein Zeugnis geben. Es sind mehrere im Gang und auch sind auch hier bekommen. Weil wir wieder für so eine beten. Und dann muss ich merken, weil wir die anreden, oder weil wir die besiegen, weil wir in das andere tun. Und eine andere Fürbitte, Florida, hier waren vielleicht die hier haben, dort die Urkunst sind, sehr starke Urkunst, vielleicht noch das niemals. Wat du so schaffen tun, du so im Golf in Jana kommt, in so einer Florida. Danach gleich erst in Florida angekommen, das einer, wat du sehr stark toben dat, und sehr viel Wutter abspielen dat. Und wir beten für dich durch. Die Schwester Franz Ensen, ihre Tochter Sarah, viele von ihnen kennen vielleicht auch nicht, das ist über dem mal 50 Jahre nicht mehr hier so und uns. Sie wohnt so und sie ist auch nicht, ob er Platz, ob er steht. Und was von der Gemeindegeschwister du, die sind aber nach Tüß, und wir sind noch Düsende, die dabei sind, Düsende, die versuchen, zu kommen, von Tüß, wegen der Seife, wo der Camp. Und das ist traurig und an anderer Seite schrecklich körperlich sein, also so Verbot aus der Erst, und wir werden beten. Und alles an zu denken, so eine, was du so ankommentiert, in hoffnungslosen Zustand ist, so, man immer an dasselbe denken, so weil wir fürbittend an die Menschen in Florida denken, in der Gegend. So. 12. Gratulation. Die Schwester Juanita und Anna Wieben, die haben ein kleiner Sehen vom 1. September. Adrian Kaden, so möchte der Herr entsehen mit ihrer wieder gerade Familie. 13. Also soll die Sache von der wir als die Jugend auch in der Schule und dort wird hier Schafladja hier bin. Aber das ist alles okay, wir wollten die werden nicht bieten, die werden das so abbinden. So, wir freuen uns total und machen ihn wieder merken in das. Almosen von letzter Sonntag 21.920 Peso und $40. So, wir können ihn aus Jeva, was und denken, jeder Sonntag anzulagen. Wir bedanken uns, möchte der Herr ihn zu versehen.
wo immer hij zijn wel voor dat. En ook opmerken voor ons alle, dat we ons het worden tonen, schöne Gewohnheit, dat is eine schöne Gewohnheit, merken, Sonntag für Sonntag an zu tun, und haben uns nicht so viel für. Das ist ein Segen, und das ist mehr Menschen gehalten worden. Ich denke, wenn wir würden wollen, zum Beispiel in Florida halten, Wohnkart engste Rieken, 20.000 Personen, nicht so? Ich kann meist nicht anfangen, für so viel Bedürfnis aus der Erst. Aber wer wir uns kunden, das ist was der Hart von uns verlangt. So, ich freue mich, für dort einmal war, von mir. Ungefähr sage ich, wo ich mich Gott anvertraue, kann aus dem Klagelied ein Lobgesang werden. Gut, erste Wort über sein. Okay, gut. Dann haben wir wieder dann die Botschaft von Bruder Mervyn. Gottes Segen. Mag Gott uns veel genade en vrede geven. Dat zal erbuentje was, dat spot komen huis voor, we hebben wat geheerd, wo we de weertje wat kunnen maar hebben, maar tot aan te wandelen. Aber ich glaube, ich habe auch die Fähigkeit, noch immer und stolz aufmerksam zu sein und seine fleischhafte Haar noch ein Wort zu sagen, was wir können anwenden in uns Leben. Wertvoll gewesen, mitzuleben hier mit Jünd. Und auch die wertvolle Lehre all zu hören. Das Thema, wo an euch gekommen sind, zu reden, von Tagen, dass ich ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln. Erstens an uns selbst und dann auch wie als Eltern, was wir tun, dass unsere Kinder ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln worden. Na, ist das Wort Selbstwertgefühl, ist das ein biblisches Wort oder fehlt uns das an? Oder redet die Schrift da irgendwas von dass wir gesund von uns selbst halten? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Mir wird interessant, diese Werk hat ein Bruder bei uns, Bruderschaft, ein Zeugnis von, wo sie wieder angelurt. Er ist ein von denen, was Gefängnismission Druck ist. Und dann wird er angelurt, nach Chihuahua zu kommen, da war er nie Direktor da im Gefängnis, und die wollen mit der Gruppe angestellte Rede, was wir dann mal kommen, Programms bringen. Botschaften bringen. Und dat ze dan niet bloß, dat onze groep daar is, er zijn viele Kirchen, wat de Mission doen in de gevangenissen. En de Angestellten, die maken dat wat dat van onderscheid maakt. Wanneer die groepen dan aankomen en verkennen Jezus Christus daar. En ook besonders deze groep, wat dan ook aankomt in de gevangenissen, wat er schafft met die, wat alkoholsüchtig geworden sind, das sind nicht mal unbedingt Christen. Und sie proben die Menschen zu helfen, da los von zu kommen. Und sie predigen die Menschen dann an, die müssen an eine höhere Kraft bleiben als an eine menschliche Kraft. Aber sie selbst sind nicht imstande, diese höhere Kraft zu erklären. Was ist das für eine höhere Kraft? Und sie sagen, dort brauchen sie die evangelische Gruppe, dass die dort kommen und diese höhere Kraft erklären können. Ja, gesundes Selbstwertgefühl entwickeln. Erstens an uns und dann an unsere Kinder. Wir fingen Vers, der Redkreis von das in Römer Kapitel 12 und dort Vers 3. Römer 12, Vers 3, da sagt es dort, denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, dass niemand weiter von sich halte, als es gebiert zu halten, sondern dass er von sich mäßig halte, ein jeglicher, nachdem Gott ausgeteilt hat, das Maß des Glaubens, des Salz, sondern dass er von sich mäßig halte.
Der Vers fängt ein bisschen an, das hört sich so, hij will uns ein bisschen warnen, holt nicht hecher von jünd, als was je sollen holen. Und dann sagt er überholt mäßig, some von jünd Übersetzungen worden vielleicht sagen, holt maßvoll von jünd selbst. Genug holen von jünd selbst. En vandaag dag heeft je dat ook leren. Die leren dat de God is really in die zelfs. Du moet die bloß mal zelfs verholen en dan kost du een überwinder zijn. Dan brukst du niet aan je leven. Vertrouw bloß op die zelfs. En daar is allemaal bijna dan. Wie weet dat is een ganz falsche leer. Want we bloß op ons zelfs zullen vertrouwen. Wenn Sprecher Kapitel 3, Vers 5 und 6 ist etwa. Sprecher 3, Vers 5, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird dich recht führen. Ja, das was wir gehört haben nu al aan de verred, ons vertrouwen, onze gemeenschap haben mit Gott, ons op Gott verloten. Wir sind froh vandaag dat wir bekannt sind mit dieser höheren Macht und dat wir weten, wo kommt die höhere Macht her. Dat dat nicht bloß irgendwo was an der Luft ist oder an der Erde oder an irgendein Ding, was Gott gemacht hat. An de Mond oder an de Sonne oder an de grote Steine oder was immer. Aber wir sind bekannt mit diesem Leben ja Gott. Durch dem Heiligen Geist haben wir Kraft von ihm. Also, wir sind da vor, dass wir können auf uns selbst bauen und dass durch die Kraft können bauen sein. Und wir weten aber, wenn wir uns ab dort verloren wurden, dann wir sehr miserablich bestrahlt. Wir sind über der anderen Seite, dort wir selber was von uns holen. Wenn wir lesen Römer Kapitel 6, in der Vers 11, da sagt es, steht, also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gott in Christus Jesu, unserem Herrn. Holt ihn dafür. Da macht einen Unterschied, als wir uns dafür holen dann. En dat weten we, dat deze leer, of deze zijn, deze gedei van ons door verhouden, dat maakt een onderscheid even aan ons natuurlijk. Ons natuurlijk schaffen. Wanneer we dat klaar hebben, dit ding, dat gaan we even recht doen. Dit ding, dat kan ik nog beter doen. Dat is niet goed zo staat. Een carpenter ja dat zo, wanneer hij wat gebuut heeft en dat heeft irgendwo heeft niet ganz geschafft, wordt vielleicht daar gewonnen, maar wordt vielleicht ook niet en hij weet niet naar en op eenmaal dan heeft hij dat ganz klar bezegt, dat kan ik eens nog beter. En hij maakt de arbeid zo dat het goed is. Hij houdt zich daarvoor dat wanneer hij wat gebuut heeft, dan is dat goed. Dat zich door verholen door een krachtbenen. Wanneer we deze vers lezen, dan in Römer 12, vers 3, in een Spanische Übersetzung, ik heb hier een paar verschiedene, me interessiert het als het daar zegt het, por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. En dan besonders de nächste Satz. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismo, conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Bruk je gezondet denkvermeer. Tim en zijn kriegen van wer je zelf bent. Wie weet dat is buen juicio. Die sei allein gestiert. Op eenmaal hebben we wat gedaan
En ons wordt geloofd, ons wordt op de schouder geklappert. Vielleicht hebben we een balspel gespeeld en dat heeft ons ook kruid geglekt. En alle maanden jocht ze op en eet ons voor wat we nu hebben kunnen doen. Dan is ons veel van onszelf, dat is op eenmaal hastig, zeer hoog. Dat is zelf niet een buen juicio. Nächste Mal haben wir uns passt het verzocht en ons wordt zo veracht. Dan is de buen juicio ook waar er wacht en heel veel te weinig van ons. Maar dan waren we, wo ons niet opgepakt met een grote eer oder veracht is, ons zelfs afschaatsen. Dat is ongeveer dat je daar wat hij evazaten uitbrengt. Gracias que me es dado a cada cual entre vosotros que no tenga más concepto de que debe tener de sorte. Si con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, sino que piense de sí con cordura. Dat hij van zichzelf denkt dat met bezonnenheid. Bezinnen. Wer zie ik? Wer zie ik voor Gottes oog? Wer zie ik aan Gottes oog? Door even nadenken. Matthew Henry, dat as far as de stit uitlaaien. Op Engels. There is a high thought of ourselves which we may and must have to think ourselves too good to be the slaves of sin and drudges to this world. A plaatje ungefär zo staat. Door is een hoge gedanke over onszelf, wat we kennen en wat we moeten hebben. Tim van ons te hoog denken. Tim dat we worden kennen en de slaverie van de zin en van dat leven van deze wereld verbinden. En dat is krijgt in je danken wat we hier zal horen. En wat Jozef terechtkomen, dat dan vingen we in 1 Mose 39 vers 9, als hij door aan de verzoeking weer. Hij had veel ten hoge gedanken over wer hij zelf weer, omdat hij wordt nu mal raufkomen en leven zich door aan de diepe zin. Aber weit af davon. En Jozef vingen we een wertvolles beeld krijgen dat. Een gezondet zelfswertgevoel. We weten vandaag veel mensen die lijden onder dat, waar we later nog waar opkomen dat met mij is het nog. Mijn ouderen, dat die mij behandeld hebben, ik zie immer dat zwarte schoepje was. En dus mijn broeder mij hebben behandeld, die hebben mij voor den kleinen jongen gehouden. En dat is waar ik zie. Dat zijn die soort mensen wat door in de gevangenissen en de centra de rehabilitatie oplanden doen en nog veel andere steden als dat. Zelfsmoord. Dat zijn die wat zich griepen laten met deze veel, met mij is dat niet. Maar Jozef weer niet van deze soort. Oorzaak had hij genoeg. Zijn voerder, ja, die schaatst hem. Gegen dem wurde nicht wat abwezen, aber so seine Brüder anbehandelt hadden. En weet je wat, dit gevoel van onszelf komt ook erop aan, wat denken we over God. God had je aan deze wertvolle droom laten toekomen, want wat ze staat namen. En nu zijn Brüder, zoals die aan behandeld hadden. En dan God had zich ook de regie gedraaid naar aan, want hij dat wilde en wat zich laten ontwikkelen. Hij werd verkocht en hij werd in een vreemd land en dort werd hij als een slaaf, schließlich kwam hij in gevangenis neer. Maar weet je wat, Jozef, hij had het klaar. Ik zie, in Gottes oog zie ik een wichtige persoon.
mit einer Besonnenheit, dass wir schon das einfach lesen deuten. Hij dacht, er war noch, ich sie immer noch wertvoll an Gottes Augen. Und dann, wenn mir auch all diese Dinge passiert sind. Und lieber Tauhierer, du bist auch wichtig an Gottes Augen. Da die keine Zeit mehr spenden, mit denken, ich sehe das schwarze Schub an der Familie. Du bist wichtig und hochgeacht an Gottes Augen. Mir hat eine Geschichte vertellen von einem Mann, wo er sein Leben, wo er dort vertellen hat. Er fängt von dort an zu vertellen, wo er als 6 Jahre jung war. Er hat ein schweres Heim. Ding wäre recht schwierig in sein Heim. Vorher hat er so noch was mit Trinkerei und mit Stehlerei taub werden und wird jammerlich. Und er kann noch besagen, als er 6 Jahre alt wird, zu der Zeit, dann wird sein Vater festgenommen von der Polizei und weggeführt. Sehr wenig Leute am Leben von dem gehört. Aber dann habe ich das erlebt, und wird dann noch weiter bekannt mit denen. Und er wohnt dann mit seiner Mama taub, wahrscheinlich bei seiner Großmama. Und er hört das Ausdruck mehrmal von seiner Mama und sogar von seiner Großmama, dass er sagt, Arbeitswort, dass ja von die kriegt so ein Mensch aus den Vater ist. Und dort ging der 6 Jahre jung sehr schlecht. Dort hat er klar, so ein Mensch will ich nicht werden, das geht nicht. Bei dem hat er nur die Schule, hat einen Freund, und das sind nicht gute Freunde. Auf einmal dann sieht er dort, dass sein Leben das anträgt, so ein Ding. Die Ding, was er hat, vielleicht sogar, dass sie sich das Gruppe auf einmal, wo Ding, tau eine, was gleich Ehre sind, sieht er das selbst. Das passiert gerade in meinem Leben. Kriegt es meine Mama und Großmama gesagt hat. Dort kriegt so ein Mensch von dir aus den Vater. Und dat heb ik bekloor, dit kan ik niet zo toeloot, want ik wil niet aan de gevangenschap zijn. En hij wordt alle, hij wordt dem, hij is meester geschoold en hij zet bloos zijn verhältnis dat jet bij af. Hij wordt dat wat de mama en de grootmama gezegd hebben. En aber hij war steht dort oder er war streeft dort, er will nicht donen. Aber ein Tag macht er dort klar, er verlässt den Freund und sagt noch Arbeit. Und genau wo er kriegt Arbeit und seine Arbeit ist auf dem Schab. Die Angestellten dort am Schab sind keine Christen, aber sie nehmen ihn an als ein Arbeiter, er fährt mit und fängt an zu schaffen. Aber da auf dem Schab, wenn das doch nicht Christen sind, aber die Anleiter da, die sind sehr streng auf ihm. Dort meint jeder Tag, dass er Punkt zu der Glockenzeit, dann ist er ohne Arbeit. Und das ist gleich, dass er da bloß so verschlafen kann kommen. Dort meint, dass alles ist in Ordnung. Dort haben Kallan alles mit Schmack stehen. Die Schode mit der Blank rein sein. Und die Haircut muss in Ordnung sein. Und es steht, dort wird von ihm gefordert, dort im Schab. Und er schafft für ein paar Jahre. Und dann fängt die Arbeit an Schein zu gehen. Schließlich, als er da ein paar Jahre geschafft hat, er hat sogar Geld, hat er taub schauen. Und er wollte sich eigentlich, er will noch mal länger nach der Schule gehen, mal mehr uitleren to something. En dat is wat hij deed. Hij leert uit een avocado. En während hij daar naar de school gaat, leert hij daar ook een vriendin kennen. En schließlich zij bevrijen zich. Geld had ze veel. Hij kon zich niet het huis kopen, niet het voertuig hebben. En alles gaat schijn. Had een nette familie.
und sie können der glücklichste Lied sein. Aber hij wird danach ganz ladig an sein Hort. Something failed. Dort, wo sie wohnte, dort ich bei da wir nicht Trissel die Kirche. Und sie sagen dort, die Lieder, die dort die Kirche fahren, die sind immer so schaftig und glücklich, wenn sie die Kirche fahren. Und noch größer schaftig, auch wenn sie dann nur wieder zurückkommen. Auf einmal ein Tag, dann fragt sie in der Früh, wohin wird, wenn ich mal nach der Kirche fahre und sehen, was sie da haben? Na, am jetzt dort dürfen sie nicht bauen. Sie fahren da hin und kurz die erste Botschaft, was sie da anhören, die packt ihm so, dass er da kriegt die Entscheidung macht, auch Jesus Christus an sein Hort zu nehmen. Kriegt dort, was ihm noch gefehlt hat. Steht dort, er ladig werden, kann er nicht angefällt sein, und dass er doch lang seine Früh macht dieselbe Entscheidung. Nu wären sie junge Frauen glückliche Lied. Und dat je doch sehr lang, nun ein paar Jahre, dann wird er Prediger an dieser Kirche. Und so ging seine Verantwortung wieder. Und dann auf einmal, Lothar, dann fällt ihm bei sein Vater. Als er noch mocht irgendwo leben, er hat wohl ein bisschen was gehört und er kann auch, war durch ein Phonebook und so wieder, was fängt er dem auf einmal. Und er phont ihm ab und hielt er doch kurz, dass erst einmal noch der Stern und der Vater, der hat ihm anladen. Als er dann handfährt, hij stellt sich so ver, wat een Ola aufgeleefde kramme man zijn, wat über deel komen. Aber zu seiner Überraschung ist ein sündischer, abgeriemter Mann. Da hat sich viel Jahre Träger bekehrt, hat er gleich weit aufgewohnt, hat er als Familie bei ihm betrachtet und hat er auch gewusst, dass das Sehen ist gläubig geworden, dass er gar ein Prediger. Und hat irgendwann so gedacht, das ist noch mal was an mich kämmern. Und nu trafen sie sich da, als glückliche Männer. Was will uns diese Geschichte lehren? Wo haben wir diese Geschichte nicht mehr das gesunde Selbstwertgefühl taubstahlen? Erstens sagen wir hier, wir wollen hier nicht viel rübernehmen, aber ein Ding, was ich möchte rüberheben, ist der Einfluss von seiner Mama. Von die jaft dort auch bloß so ein Mann aus den Vater ist. Ich habe gesehen, was dort von Einfluss gab auf das Jung, sehr, sehr schädlich. Wenn er dort auch wohl so hat, aber weißt du was, wenn wir Kinder den was beeinflussen können. Oder wie selbst hat diese Sort Gedanken an uns, dass mein Vater ist, so wo ich mich nicht sein. So die Gedanken habe, dort habe ich mich so weit getan und so wo ich nicht sein. Je doller wie das überdenken, je klarer wie das machen, so wo ich nicht sein, je sicherer kämpft dort wie das sind. Wo wenn das wo unsere Gedanken bei einem Leben tun, dort schlechtet, was der Vater getan hat. Dort dreht immer wahr durch. Und dort, was wir denken, dort wo wir. Viel besser Route ist es, wenn ich weiß, dass mein Vater ist, so will ich nicht sein. Dort kann da noch gut sein, wenn du dort was besser hast, dort kann sie ja leicht. Aber dann nehmen die ein Vorbild, wo will ich dann sein? Ist es mein Onkel? Ist es mein Opa? Ist es mein Großvater? So steht dort auf, dort sind mir göttlich, dort sind mir reich, und ich vertief mich da an. Dort kann mich bewahren, nicht so zu werden. Der zweite Punkt, was wir rübernehmen mit dieser Geschichte, dort ist die Disziplin in seiner Arbeit. Dass das Jung auf einmal lernen muss, pünktlich dort zu sein, nicht verschlafen zu gehen, nicht bloß so von ungefähr,
Ding, die wäre Schmack, in Ordnung. Was Levi sagt, das junge Mann, wenn er sich im Spiel bechecken rein? Er sagt, eine abgeriemte Person, was er wird werden, zu vertrauen, dass somebody vertrauen hatte, das Jung. Das ist vielleicht ein Ding, wo wir wenig mal von hier daunen, aber das macht einen Unterschied. Wo da wir unsere Kinder abtragen, auch in dieser Hinsicht. Ist das ein Daunt, wenn sie so halb verschlafen gehen, nicht gecharmt? Was sind unsere Kinder am Spiel, wenn sie sich selbst sind? Sind sie da ein verwahrloser Mensch, was auch kein Mensch wird leicht vertraut haben, was jedem einen wird schwerfallen, vertraut haben zu lesen. Vielleicht sagen wir manchmal, der Kleidie, das wenig ut. Aber der macht einen Unterschied. Die Disziplin ist so wichtig. Stutz trägt hat ein von unseren Jungs auf einmal auf sein Verhältnis gehabt, wird angetekend, dass sie einen Schein schreiben, wird bloß nicht gut. Der Lehrer steht betekenen, dass er mit A bei oder sei. A, dann ist es uitgetekend gut, und bei, dann ist es Fehltal und sei, das ist bloß ganz völlig unzufrieden. Und auf seine Karte wird auf einmal eine rote sei, auf der Spalt wurde es Schein schreiben. Er wird verstanden über den Lehrer, für mit der Karte weiß, seht er, wenn der Lehrer das nicht wird utfallen, nicht wird es wel anders wezen. Aber ein paar Wochen terug, dann wird es dit gewesen. Oh, ich sage zu ihm, weet je wat, op ons hof zijn meer steden waar er wordt veel een rode zij over te maken. Dingen zijn te slaaf, te onopgeriemd, niet in orde. Weil we door een zijn dat we dat anders gaan krijgen. Hier had ik de gelegenheid gehad, ons jong falsch te beeinflussen. Je zegt, wenn der Lehrer mal wordt op zijn hof handschrijven, wat daar wordt van later aankomen. Dus den ganze hof zit. Daar wordt waarschijnlijk ook een rode zij aankomen. Maar ik wil mijn jong Ruud hebben uit dat. En weet je wat, dat moet einfach een onderscheid aan ons jong. Vandaar wieder, wenn hij stalvraagte deed, ik had niks van je red, maar dan wordt hem gevraagd, zodat het ganz anders lijkt als wat door. Dat hij zijn ganze weg van denken, van schaffen, beïnvloeden. Dat hij dingen wat we doen, die maken we krijgen. Moet met mij aanstrengend maken. Dat einfach zo zit, als wanneer we hier zelfs bij was zijn. De discipline am hem maakt een grote onderscheid te krijgen in deze hinsicht aan. De vernachlässigungen an de Kindererziehung, ook een kleine ding, die kunnen op het doorbrengen dat kinderen een leert zelfswertgevoel ontwikkelen aan zich. Dat maakt zo'n onderscheid, wanneer einer nur een lied komt en einer zegt, die kinderen die komen door een evadeel, wanneer we am hof komen, en zijn bescheiden, respectvol, bedrijven ons. Oder we komen op een hof en we zijn de kinderen, die ranen al een beetje heen, die hier zijn. Zit je hier en daar aan met eten, lachen vielleicht, oder Ängste zitten, oder een kind met gezonde zelfswertgevoel, broekweg in je huis ranen, wanneer de jas am hof komen, even wanneer het vreemde jas zijn. Zij weten, zij zijn ook geacht. Dat geeft mij voets en gevoel, wanneer ik op zo'n hof kom, dat hier moet een liebliches Verhältnis zijn tussen ouderen en kinderen.
Von Tag zu Tag kommt einer auch noch manchmal wo in einer Markt dort. Dat nu zijn het jaas op die nog afgekomen. Nu seid dat je uit de stich komen. Nu hebben we jaas, want dat je zwaar zijn, die waren over deel komen. Er staat een waag in gezonde Selbstwertgefühl te ontwikkelen aan onze kinderen. Nee, dat is niet. Maar wat hebben we dan opdracht? Een kleine ding. Zijn onze kinderen erlaubt, even nog kleinere kinderen, vielleicht kunnen we zeggen, die naar de school gaan, dat die kunnen over deel komen te Frühstück, ganz ongewaschen, ganz ongechampt, en ze staat zetten ze daar zadrig, om daar en eten door Frühstück. Wo hebben we zo'n dingen staat bij ons? Wo zijn die begint? Of wanneer naar de school gaan, is dat erlaubt, dat wenn de schoolbijnen nog een jaar rondslapen, en de opene school, en dem ähnlich alle taub, wo hebben we dat? Richtige Disziplin. Je hebt een leichtert oder eine Anleitung zu einer Selbstbeherrschung. Wir lernen die Kinder dort. Wir sagen manchmal, wir wollen unsere Familie christlich abtreten. Und das ist, was an vielen Heimen getan wird. Ein gesundes Selbstwertgefühl und auch, diese ganz äußerliche Erscheinung. Aber was wir als Eltern nicht können tun, das ist Christen machen von unseren Kindern. Und dann, wir schmeckt das äußerlich auch all in Ordnung ist, aber wir als Eltern erkennen, dass das ein Moment, wo der Stuhl wie besieht, ganz helpless, wenn der Moment kommt, wo das Kind Jesus Christus annehmen als sein persönlicher Heiland. Dat is een moment wo ons zum Teil bang wordt. Maar hier kunnen we vielleicht die Kinder nemen en zetten die wohin en daar werden ze. Wir können sagen, so eine Kleidiers, das haben wir bei uns nicht und dann wird es auch nicht. Wir können die sagen, Lehe haben von unserer Familie nicht rum und dann reden sie die Wahrheit. Wir sagen vielleicht unsere Kinder, Streiterie haben wir bei uns nicht. Wat je einig wil je dat willen. En dan doen je waar mutig op schaffen of op spelen. En de kinderen leren dat. Maar dat komt een moment dat we als ouderen moeten de zaak dem Herrn geven. Aanvragen, als hij dit kind wil traten. En dan wanneer het moment komt dat de kinderen de entscheiding maken, dat is de vrouw moment, wo we zijn nu gaan ze zelfs. Haar zelfs een entscheiding gemaakt, ik wil ook Jezus volgen. Beetje meer te deze gedanken nog, wanneer ik me doel feilen doe. Mijn Selbstwertgefühl oder das Gefühl über mich selbst, dat is ganz onjem. Ik voel me uitgelaten en sogar veracht. Sogar veracht von mir selbst. Ik zelf zei me dat. Ik zie te niets te brücken. Ik zie ganz allein. Keiner kann mitfeilen. Mir zit er heb nicht Schmack. Ik zie er heb es nicht wert. Deze Welt wordt er veel beter besteld zijn ohne mij als met mij. Dat zijn gedanken wat ik mezelf inpreien doe, waar ik zeggen doe. Oder ik voel me veracht van mijn ouderen. Keiner kan me verstaan. Ik kan dat aan de weer niet tevredenstellend doen voor mijn ouderen. Wanneer we wat twee gaan, is dat is allemaal mijn schuld. Oder veracht van anderen, besiede Familie. Ik voel dat keiner gleich mij dich bieten hat. Du hast keiner, wat dat dram geeft, niet dich is, wo mij dat gaan deed. Wanneer ik plus mal een betere mens ben,
dann worden andere Menschen mir auch anfangen, Gott zu sein. Nu hasten mich in jeder einer. Keiner gleicht mir. Wir kommen sogar bei da, dort wir uns veracht, viele von Gott. Gott, der hat Acht auf alle Ehrweihe, bloß auf mich nicht. Auf mich auf den Strom. Gott, als hat niemand da, wenn mir das mal anfehlen wird. Gott kann mir nicht mehr leben, wenn an mir erst nicht, was er noch wird, erst zu leben. Wenn Gott mich nicht mal ändern kann, dann weiß ich auch nicht, was ich noch wird versuchen, noch länger mit den anderen besser zu werden. Diese Reihe von Gedanken, Anstellungen, negative Gedanken sind die Wahrheit. Als das Wahrheit, wann ich meine Gedanken denke, was ich anfälle da, Johannes 8, Vers 31. Und 32. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: So ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Daher ist es wichtig, da wir unsere Gedanken, haben wir durch drei wahrheitsgemäße Gedanken durch Jesaja 43, Vers 4 und 5. Jesaja 43, Vers 4. In Vers 5, das erste Wort: Weil du so wert bist vor meinen Augen geachtet, musst du auch herrlich sein, und ich habe dich lieb. Darum gebe ich Menschen an deine Stadt und Völker für deine Seele. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und du wirst dir mit so einem Gedanken beschäftigt, keiner ist mir Gott, Gott gleicht mir nicht, dass hat nicht genug Gott an mir, dass Gott mir gleich geworden. Dann wollen wir die Wahrheit mal nehmen. Was sagt das Wort? Das Wort sagt, dass ich sie besonders geacht an seine Augen. Noch ein Vers, was uns hier über lehren, Psalm 34, Vers 16. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. So genau zieht Gott. Und dann würde ich mir beschäftigen sein, wenn mir das schon Gott fehlt, dann sind nicht da. Und es dort kann ich diese Reihe lang machen. Noch ein Gedanke an unsere Kinder oder auch an die persönlich. Weißt du dort, dass du besonders bist für Gott? Psalm 139, Vers 14. Sagt es dort: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und das erkennt meine Seele wohl. Und diese Wahrheit, liebe Zuhörer, das ist dort, was wir brauchen, wenn wir auf einmal so viele, wir sind so rauf, wir sind so veracht, weil wir daran denken, das Vers, der ist so von uns oder zu uns gesagt. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht sie.
Vielleicht habe ich sogar manchmal schworen, als es mir set oder so ein Charpe, als ich habe. So eine kleine Haar oder kleine Täne oder was wir erwähnen können. Aber weißt du was? Wir sind wundervoll gemacht. An Gottes Augen. Weißt du, jene Kinder dort? Dass sie wundervoll sind, dass sie kästlich sind an Gottes Augen, an jene Augen als Ältere und auch an Gottes Augen, dass sie wundervoll sind. Ook das Psalm 127, Vers 3 leuk is het, wo het sagt, dat Leibesfrucht ist ein Geschenk. Und, wie kann ich den Vers hastig lesen? Es sagt, dass es steht, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Sind jene Kinder ein Geschenk von Gott? Weiter sie dort? Haben sie das mal gehört von Jüntes Eltern, dass sie wundervoll sind und dass sie ein Geschenk von Gott sind, dass sie als Eltern angenommen haben als ein Geschenk? Wie weit het so viel steht, da moeten die Kinder dort feilen, sie sind angewünscht. Oder haben vereigelt, da sind sie geboren worden. Wir sind wundervoll in Gottes Augen, weil wir unsere Kinder dort lehren. Dass sie dort von jung ab an feilen. Sie sind ein Geschenk von Gott. Und da wir abtreten an die Furcht des Herrn. Das ist nicht, dass wir nu so hoch achten, dass wir so denken, dann haben wir doch nur schon da und die Kinder belehren. Vielmehr, wir nehmen die wichtig, wir belehren die. Wir lehren von jung ab an. 1. Petrus 2, Vers 9 bis 12 und dann werden wir sluiten met deze boodschap. 1. Petrus 2, Vers 9 bis 12, da sagt es, was wir sind an Gottes Augen. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr Weiland nicht ein Volk waret, nun aber Gottes Volk seid, und Weiland nicht in Gnaden waret, nun aber in Gnaden seid. Liebe Brüder, ich ermahne euch als die Fremdlinge und Pilgrimme, enthaltet euch von fleischlichen Listen, welche wider die Seele streitet, und führet einen guten Wandel unter den Heiden, auf dass die, so von euch aufreden als von Übeltätern, eure guten Werke sehen und Gott preisen, wenn es nun an den Tag kommen wird. Wir sind geschätzt, hoch geschätzt, sei dir geschätzt an Gottes Augen. Keine Ursache, dass wir uns selbst verachten wollen. Und so sind auch unsere Kinder. Frohe Hauptneigen zum Gebet. Vor am Himmel, ich danke dir, dass du als ein vollkommener Vater da bist. Wir als Eltern, wir sind Volken, wir leben unsere Kinder, wir regnen an viel, aber doch fingen wir uns auf einmal noch der Bahn, dass wenn sie was Arg gemacht haben, dann lassen wir uns leicht hier. Wenn sie was recht getan haben, dann sind wir still. In die Kinder kriegen das Gefühl, dass sie nicht sehr viel wert sind. O Herr, verzeih uns, wo wir dort verursacht haben. So ein Minderwertigkeitsgefühl an unsere Kinder. Und wir beten, Herr, help uns das zu erkennen, dass wir wunderbar sind an deine Augen und dass wir dort auch an unsere Kinder anflüstern, dass sie in Rechtet Respekt kriegen, erstens die gegenüber, und ook een gezonde gevoel hebben van zichzelf. Ze weten, ze zijn een geschöpf van die. Dat du de best, wat de oorzaak is van ihr leven. En dat ze een hoger Wert hebben. Dat ze zich demütig en verantwortungsvoll ontwikkelen doen. Die gegenüber en zo ook
der nächste gegenüber. Mocht du op deze Versammlung sehen, dann soll ich hier so eine sein, was mit dieser soort negative Gedanken herum te gaan voor haar, wo we vandaag een beetje wat van gehört haben. Halt man op te checken. En dat ze er een feitjane op een vaster steen zaten en stonden op dat wat die woord zei dat we wondervol zijn en hooggeschätzt in die ogen. Dit is ons gebed, in Jesu namen, amen. Wir wollen zum Schluss singen im Glaubenslieder Nummer 130. Gott ist die Liebe, lass mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Drum sag ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Ich lag in Banden der schnöden Sünden, ich lag in Banden und konnt's nicht los. Drum sag ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Jesus, mein Heiland, gab sich zum Opfer, Jesus, mein Heiland, bis meine Schuld. Drum sag ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. O süße Liebe, du Brunnen des Heiles, o süße Liebe, der Seelen Trost. Drum sag ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Dich will ich preisen, du ewige Liebe, dich will ich loben, solang ich bin. Drum sag ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Ja, wir haben von der Wut gehört, war Selbstwert. Und was der Bruder sagen, der Wonner wollen wir mäßig, also mit einem rechten Mutstück von uns holen. Und wir ein bisschen zu viel, ein bisschen wenig. Nicht so, du nur für gut beleben. Und das ist nicht biblisch. Wogegen? Der Vers, was wir lesen, der die Römer sagt, nein, die das Prinzip für uns Selbstwertgefühl, dort ist Jesu radende Leib. Der hat uns angenommen und der Herr bestimmt ans Leben und der Herr bestimmt dann ans Selbstwertgefühl. So, es ist nicht unsere Fehler. Du wirst jemanden durch uns schaffen. Du wirst temperaturlich drauf an. Und wir stolz sind, dann glaube ich, wir brauchen das nicht. Und wenn wir dann ung sind, dann haben wir ein anderes Problem. Was tun wir dann? Dann dürfen wir unseren Schöpfer verachten. Und ich sage, ja, haben uns in sein Ebenbild gemerkt. Und wenn wir dann zu wenig von uns holen, dann dürfen wir unseren Schöpfer verehren. So, wenn wir dort bedenken. So, wir sind sein Ebenbild, wenn wir das Bild, das Spiegelbild, wenn wir das nicht verzerren, wenn wir nicht durch ein Standjemand gliedern, dort ein ganz anderes Bild gibt, als was der Herr geplant hat. Und dort dann auch so unsere Dinge wiedergeben. Ja, möchte der Herr das Wort segnen und ich werde wieder nur uns mit dem Segen lassen.
Nehmet hin den Segen. Er aber, unser Herr Jesu Christus und Gott, unser Vater, der uns hat geliebt und uns gegeben einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung durch Gnade, der ermahne eure Herzen und stärke euch in allerlei Lehre und gutem Werk. Amen. Alle waren Friede von untergehen.